Stimmt es wirklich, dass amerikanische Banken mit dem deutschen Finanzamt keine Daten austauschen in puncto deutscher Kontoinhaber, also von Personen, die in Deutschland ansässig sind, die in Deutschland steuerpflichtig sind, aber in den USA ein Privatkonto haben? Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du darüber nachdenkst, in die USA auszuwandern. Ich selbst bin zum Beispiel 2008 in die USA ausgewandert. Dann würde ich mich freuen, dich auf unserer Investoren- und Entdeckungsreise nach Austin, Texas, wo wir unser Office haben und wohin ich selbst ausgewandert bin, begrüßen zu dürfen. Diese veranstalten wir regelmäßig. Dort wird es ein intensives Seminarprogramm geben, wo ich dir alles erklären werde rund um das Thema Steuern und Recht, wenn du in die USA auswanderst. Da geht es natürlich dann auch um Visa-Kategorien, Green Card, E2-Visum etc. pp. Dann werden wir uns natürlich auch das Leben vor Ort in Texas anschauen. Wir werden uns Immobilien in Austin, Texas anschauen. Wir werden ins Umland von Austin fahren. Wir werden nach Fredericksburg fahren, einer deutschen Stadt, die Mitte des 19. Jahrhunderts von deutschen Einwanderern gegründet wurde. Wir werden natürlich das tolle Texas Barbecue probieren und natürlich auch Country Music live sehen. Also wenn auch du dich dafür interessierst, in die USA auszuwandern, möglicherweise sogar direkt nach Texas, dann würde ich mich freuen, dir Texas, dir Austin zeigen zu können. Termine zu der Reise auf unserer Webseite. Jeder Teilnehmer übrigens bekommt eine Firmengründung in den USA, in Texas, inklusive einjähriger Betreuung von uns geschenkt. Ein Goodie im Wert von $3.500. Allein das macht es deine Reise schon wert, deine Teilnahme. Also ich würde mich freuen, dir Austin, Texas zeigen zu können. Termine auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Jetzt aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Vor kurzem habe ich ein Video gesehen von einem deutschen Finfluencer, wie man ja diese Leute nennt, die da ziemlich fragwürdige Tipps rund um Kapital- und Finanzanlagen auf YouTube geben. Und er hat dort von Bankkonten gesprochen, die besonders interessant sind, weil man dort anonyme Konten tatsächlich also eröffnen kann. Konten, von denen dann das deutsche Finanzamt nichts mitbekommt. Und er hat an sehr prominenter Stelle hier erwähnt, dass die USA ebenfalls dazu gehören. Die USA nehmen ja angeblich nicht am Informationsaustausch OECD-CRS teil. Deshalb, und dieses Beispiel sagte so wortwörtlich, könne man in Deutschland leben, in den USA ein Konto eröffnen und die amerikanischen Behörden würden dann keine Daten nach Deutschland senden, denn FATCA, das Informationsaustauschformat der Amerikaner, gehe ja nur in eine Richtung. Amerika will also Daten für seine Bürger sammeln, schickt aber sozusagen keine Daten in andere Länder zurück, so die Aussage aus diesem Video. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob das wirklich stimmt. Ist das wirklich so? Ist es wirklich so, erstens, dass die Amerikaner nicht am automatischen Informationsaustausch OECD-CRS teilnehmen? Frage 1. Und zweitens ist es so, dass FATCA wirklich nur in eine Richtung Daten schickt, nämlich nur in Richtung der USA, dass also US-Bürger komplett überwacht werden, Ausländer, die in den USA ein Konto eröffnen, allerdings nicht. Da schauen wir uns doch als erstes mal die Webseite direkt der OECD an. Wie gesagt, die OECD, eine internationale Organisation. Hier ist der Status vom 24. April 2024. Das ist jetzt, wie gesagt, hier die jüngste Version dieses CRS, dieses Common Reporting Standards. 116 Länder nehmen teil. Hier sieht man, wann der erste Datenaustausch stattgefunden hat. Diese Liste sollte jetzt eigentlich keine Überraschungen enthalten. Du weißt ja wahrscheinlich schon, dass hier alle wichtigen Länder letztlich an diesem Austausch teilnehmen. Deutschland seit 2017. Wir scrollen weiter nach unten. Übrigens, bei manchen Ländern siehst du ja keine Informationen. Zum Beispiel auch bei Georgien war das so oder jetzt bei Jordanien und Kasachstan. Das heißt nicht, dass diese Länder nicht teilnehmen, aber möglicherweise haben sie noch keinen Austausch gemacht, aber generell haben sie natürlich bereits unterschrieben. Wir gehen weiter runter, wir gehen weiter runter, wir gehen weiter runter und dort können wir sehen, die Vereinigten Staaten von Amerika, sie tauchen nicht in dieser Liste auf. Bei United States of America tauchen hier nicht auf. Also wir müssen sagen, dass die Aussage stimmt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika nicht am automatischen Informationsaustausch OECD-CRS teilnehmen. Das ist jetzt etwas, das keine Überraschung sein sollte. Die USA hatten ja als erstes FATCA implementiert. FATCA ist eben der Informationsaustausch der Amerikaner, ein sehr komplexes System und da wollten sie natürlich dann nicht mehr auch noch dann den CRS implementieren. Jetzt also zu unserer
nächsten Frage. Ist es wirklich so, dass der FATCA-Austausch nur in eine Richtung geht, dass die USA also alles bekommen zu ihren Staatsbürgern bzw. zu Personen, die in den USA steuerlich ansässig sind, aber selbst keine Daten schicken müssen? Nein, da müssen wir sagen, das ist eine Falschinformation. Da hat dich jemand wirklich falsch informiert und natürlich dieser Finfluencer, von dem ich spreche, der hat ja auch kompletten Bullshit erzählt, denn es ist definitiv nicht so, dass keine Daten aus den USA in Deutschland ankommen. Zwar nicht unter OECD-CRS, denn wir haben ja gerade eben gesehen auf der offiziellen Website der OECD, die USA nehmen nicht am OECD-CRS teil, aber zu deiner Überraschung wirst du jetzt vielleicht feststellen müssen in diesem Video, dass tatsächlich FATCA nicht nur in eine Richtung geht, sondern bidirektional ist. Dafür gehen wir jetzt zur Webseite des Bundeszentralamtes für Steuern. So, und hier kannst du genau sehen, FATCA, Deutschland und die USA tauschen gegenseitig, ihr Lieben, Daten über Finanzkonten aus. Dazu wurde das FATCA-Abkommen geschlossen. Das Bundeszentralamt für Steuern sendet die von deutschen Finanzinstituten gemeldeten Daten an die Bundessteuerbehörde der Vereinigten Staaten, IRS, und erhält die von US-amerikanischen Finanzinstituten gemeldeten Daten vom IRS. Hier kannst du es also schwarz auf weiß sehen. FATCA geht nicht nur in eine Richtung, sondern ist tatsächlich bidirektional und das Ganze ist auch nichts Neues. Das war schon immer so. Nämlich 2013 hat Deutschland ein Abkommen abgeschlossen mit den USA. Also es ist tatsächlich nicht so, wie dieser Finfluencer behauptet hat, von dem ich gerade spreche. Und es ist nicht so, wie du es wahrscheinlich oft hörst, dass wenn du in Deutschland lebst, dass es dann keinen Informationsaustausch gibt seitens der USA. Den gibt es definitiv. Und im Grunde genommen sollte dich das ja auch nicht negativ betreffen, denn hoffentlich hast du ja die Einkünfte, die du auf dem amerikanischen Konto erhalten hast, sowieso steuerlich gemeldet. Wir haben sehr viele Mandanten, die Konten in den USA haben. Zum Beispiel haben sie ein Haus in Florida und um dann den Unterhalt, vielleicht auch die Finanzierung dieser Immobilie zu bezahlen, haben sie eben dort ein Konto dann in den USA eröffnet. Wenn davon die deutsche Steuerbehörde was mitbekommt, ist es ja eigentlich auch nicht weiter schlimm. Wenn es dir nicht um steuerliche Themen geht, sondern du aus anderen Gründen, vielleicht zum Schutz deiner Privatsphäre, dennoch ein Konto in den USA eröffnen möchtest, wo dann die USA keine Informationen austauschen, dann ist auch dies komplett legal möglich. Und zwar ohne zu lügen, ohne irgendwelche Falschangaben zu machen. Es braucht allerdings etwas mehr Aufwand. Wenn du wissen willst, wie das Ganze funktioniert, dann trag deine E-Mail-Adresse ein in das Formular auf unserer Webseite. Link dazu ebenfalls in der Beschreibung dieses Videos. Dann schicke ich dir per E-Mail automatisiert eine Beschreibung, was du machen musst, um tatsächlich anonym ein Konto in den USA zu eröffnen und das komplett legal, ohne dich jetzt hier in schwieriges rechtliches Fahrwasser zu bringen in den USA oder in Deutschland. Natürlich, auch wenn das Konto anonym ist, auch wenn keine Daten nach Deutschland geschickt werden, wie gesagt, hast du dort irgendwelche Einkünfte, bekommst du zum Beispiel Mieteinnahmen oder bekommst du Zinseinkünfte oder sonst was, dann musst du das natürlich selbstverständlich in Deutschland melden auf deiner Steuererklärung. Ob du dann Steuern drauf zahlen musst oder nicht, das hängt natürlich vom Doppelsteuerabkommen ab. Hast du Mieteinnahmen in den USA, zahlst du Steuern darauf in den USA und nicht in Deutschland. Aber du musst natürlich dennoch in Deutschland die Mieteinnahmen erklären. Sie wirken sich dann auf die Steuerprogression aus. Das heißt, wie viele Steuern du auf dein sonstiges Einkommen in Deutschland bezahlst. Aber wie gesagt, Steuern werden keine fällig. Aber melden wirst du es natürlich dennoch auf jeden Fall in Deutschland, wenn du in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig bist. Aber wir alle haben ja heutzutage Gründe, um den Schutz unserer Privatsphäre besorgt zu sein. Und wir wollen ja dem Staat das liefern, was wir liefern müssen. Selbstverständlich. Wir wollen ja uns alle hier komplett im legalen und rechtskonformen Raum bewegen. Selbstverständlich. Dafür müssen wir dem Staat Informationen schicken. Aber wir wollen eben nicht mehr schicken und wir wollen natürlich auch kontrollieren, wie wir es dem Staat schicken, wann wir es dem Staat schicken. Dieses ganze Automatische, was da immer hin und her geht, das ist natürlich für viele besonders besorgniserregend, weil man ja auch nicht genau weiß und steuern kann, was da wirklich geschickt wird. Und da weckt man vielleicht schlafende Hunde, vielleicht gibt es auch technische Probleme und dann befinden wir uns in heißem Fahrwasser und müssen dann auf einmal mit Steuerberatern und Anwälten uns wären, obwohl wir eigentlich überhaupt gar nichts falsch gemacht haben. Deswegen ist es natürlich sinnvoll und deswegen ist es natürlich klug, sich Gedanken zu machen, was ich jetzt wirklich wie an den Staat sende, ob das automatisch geht oder ich selbst dafür die Initiative ergreife, wann ich das genau melde, zum Beispiel in der Steuererklärung und im Grunde genommen vermeiden will, dass es zu einer automatischen Informationsfreigabe kommt.
Also, wie gesagt, wenn dich das interessiert, wir machen das für viele Mandanten, diese anonyme Kontoeröffnung in den USA. Es kann ja auch für dich sehr interessant sein. Du kannst dann Bonität in den USA aufbauen. Du hast dann dort eine Credit Score, du kannst dann Immobilien finanzieren, du kannst andere Projekte finanzieren, du kannst dein Auto kaufen. Sehr interessant, wenn du planst, zum Beispiel in die USA auszuwandern. Du kannst dann eine zweite finanzielle Identität entwickeln. Also das heißt, wenn es dann zum Beispiel in Deutschland drunter und drüber gehen sollte, irgendwann einmal oder in Europa, dann hast du diese finanzielle Identität in den USA, mit der du dann international handlungsfähig bleibst. Du hast Kreditkarten mit hohem Verfügungsrahmen. Und das ist natürlich schon ein echtes Asset, von den ganzen Goodies mal abgesehen, dass du sehr gut Meilen sammeln kannst, dass du sehr viele Punkte kriegst und so weiter und so fort. Also all die Möglichkeiten, die es eben nur in den USA gibt, nicht aber in Europa. Also, wenn du wissen willst, wie das geht, anonyme Kontoeröffnung in den USA, ohne dass das deutsche Finanzamt vom IRS erfährt, was auf deinem amerikanischen Konto abgeht, und das komplett legal, ja. Und ich rede hier von einem Konto in deinem Namen. Ich rede jetzt nicht von irgendeinem Konto im Namen einer Gesellschaft oder so, von einem Konto in deinem Namen. Dann lass es uns wissen. Trag dich in die Liste hier mit ein. Du kriegst ein automatisches E-Mail, wo wir dir das alles genau beschreiben werden. Ansonsten, wenn auch du dich mit dem Thema Plan B, internationales Setup, Auswandern, vielleicht Auswandern in die USA beschäftigst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir helfen Mandanten seit fast 20 Jahren dabei, ins Ausland auszuwandern, darunter in die USA, sich steuerlich dann auch natürlich gut aufzustellen. Ich selbst habe Deutschland vor 25 Jahren verlassen, bin 2008 in die USA ausgewandert. Unser Office ist in Austin, Texas. Ich verbringe die meiste Zeit in Austin und im UK. Bin also definitiv außer zu Urlaubszwecken außerhalb der EU, und das ist auch gut so. Ich bereue es keinen einzigen Tag. Ich würde jedem empfehlen, sich das sehr gut zu überlegen für sein Leben und für seine Zukunftsplanung. Wie gesagt, wir können gerne ein Beratungsgespräch führen, wenn du ähnliche Pläne hast. Details dazu ebenfalls in der Beschreibung zu diesem Video. Vielleicht sehen wir uns auch in Texas, dann zeige ich dir das Ganze vor Ort. Du wirst beeindruckt sein. Die meisten Menschen, die mit uns auf diese Reisen gehen, die wandern dann auch tatsächlich in die USA aus. Es ist wirklich faszinierend. Also, ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.